Heute zeige ich euch, wie ihr elastische Stoffe wie zum Beispiel Jersey oder Stretchstoffe näht. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Jersey und andere Stretchstoffe werden aus einer Reihe von Maschen hergestellt. Ihr könnt euch das so vorstellen wie beim Stricken. Dadurch wird der Stoff dehnbar und franzt nicht aus. Du brauchst eine Jersey oder eine Stretchnadel. Diese Nadeln sind an der Spitze runder. Sie werden auch Kugel oder Ballpoint genannt. Durch diese Form werden die Maschen des Materials verdrängt, ohne die einzelnen Fäden zu verletzen. Also verwendet bitte diese Nadeln, weil mit der Universalnadel zum Beispiel könnten sich Laufmaschen bilden und dann wird euer Stoff kaputt. Alternativ zu den beiden Nadeln kann man auch eine Zwillingsnadel verwenden. Auch diese sollte für Stretchmaterial sein. Als Nähfuß kannst du den normalen Zickzack-Nähfuß verwenden. Willst du einen Fake-Overlock-Stich haben, empfiehlt sich der mitgelieferte Nähfuß, falls deine Nähmaschine so einen hat. Um den Stoff unten und oben gleichmäßig zu transportieren, eignet sich auch ein Obertransportfuß sehr gut. Dadurch wird der Stoff weniger gedehnt und besser transportiert. Für elastische Stoffe benötigst du auch elastische Stiche. Der Geradstich fällt somit weg, da dieser bei Belastung reißt und auch nicht elastisch ist. Einen Zickzackstich sollte jede Nähmaschine haben. Er ist elastisch und somit verwendbar. Alternativ kannst du zum Beispiel den Dreifach-Zickzackstich, den Overlockstich oder den Dreifach-Geradstich verwenden. Meine Maschine hat noch viel mehr elastische Stiche, hier zum Beispiel alle roten. Schaue dazu die Bedienungsanleitung deiner Nähmaschine an. Dort solltest du mehr Informationen zu deinen Stichen und ihren Verwendungen finden. Bevor du nun mit dem Nähen eines Kleidungsstückes oder Accessoires beginnst, solltest du die Naht mit einem Reststück testen. Ich versuche jetzt den Overlockstich. Dafür nehme ich den Overlockfuß und stelle die Länge auf die 2S. Hier kann man durch Plus und Minus den Stich noch feinjustieren. Beim Nähen nähst du am besten langsam. Führe den Stoff nur mit der Hand, aber dehne ihn auf keinen Fall, dann wellt sich der Stoff. Wenn ihr Fehlstiche habt, entstehen diese meistens durch brüchiges Garn, der Fadenspannung oder der falschen Nadel. Das ist mein Ergebnis. Hier habe ich mit den Sticheinstellungen und dem Plus-Minus gespielt. Auf der Außenseite, beziehungsweise ich habe jetzt die Naht innen, sieht man die Naht nur, weil das Garn schwarz ist. Ihr nehmt natürlich ein passendes Garn. Leichte Wellen bekommt ihr übrigens mit dem Bügeleisen weg. Als nächstes versuche ich den Dreifach-Zickzack. Hier benutze ich den Obertransportfuß, um das Wellen des Stoffes mehr zu verhindern. Ihr könnt aber auch einen normalen Zickzackfuß nehmen, wenn ihr keinen Obertransport habt. Wie ihr seht, wellt sich hier gar nichts. Wenn das bei euch anders ist, versucht mal den Nähfußdruck zu verringern oder spielt an der Fadenspannung. Ich versuche hier noch ein paar Stiche und dann schauen wir uns diese an. Der Dreifach-Zickzackstich, genauso wie der Wabenstich, ist sehr schön dehnbar. Der Dreifach-Geradstich ist etwas fester. Diesen würde ich nur verwenden, wenn ihr nicht so belastbare Stellen habt. Säume könnt ihr umschlagen und zum Beispiel mit einem dekorativen Stich versäubern. Noch schöner wird es allerdings mit einer Zwillingsnadel. Wie das funktioniert, seht ihr im eingeblendeten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder. Tschüss!